Da bin ich wieder. Ich bin wieder in meinem Atelier, wieder zurück. Hier siehst du schon eine neue, frische, weiße Tapete, die ich immer ganz sanft streichle, bevor ich anfange zu malen oder sonst irgendwie kreativ zu arbeiten. Und ich habe ein paar Inspirationen mitgebracht aus dem Urlaub. Zum einen habe ich eine Zeitung gekauft in einem Kiosk und zum anderen habe ich eine Speisekarte aus einem italienischen Restaurant mitgenommen. Natürlich habe ich gefragt, ob ich sie mitnehmen darf, und die nette Bedienung hat sie mir geschenkt. Und schau, da sind so schöne Sachen drauf. Es erinnert mich sehr an meinen Urlaub und wie schön das Ganze war, wie toll ich Lissabon gefunden habe. Und das werde ich jetzt hier in diesem Bild verewigen. Komme also mit mir auf diese Reise und lass dich inspirieren, verzaubern und entspanne eine Weile und genieße diesen Film. Und solange du mir zuschaust, möchte ich mit dir eine Nachricht teilen, die mir eine Frau geschrieben hat. Sie hat geschrieben: Ich habe Angst, dass mein Bild aussieht wie von einem Kind gemalt. Diesen Satz höre ich oft, leise ausgesprochen, fast entschuldigend. Manchmal steht er unausgesprochen im Raum, spürbar in den Blicken, in der zögerlichen Hand, die den Pinsel über das Blatt oder über die Leinwand führt. Und ich verstehe diese Angst, denn sie berührt etwas sehr Menschliches in uns. Die Angst, nicht ernst genommen zu werden, die Angst, sich zu zeigen und damit vielleicht ausgelacht zu werden. Die Angst, dass das, was aus uns kommt, zu roh, zu weich, zu bunt, zu naiv ist. Wir sind es gewohnt, zu bewerten, kindlich gleich unfertig, gleich nicht professionell, gleich nicht gut genug. Was ist aber, wenn genau dort, im sogenannten Kindlichen, eine enorme Kraft liegt? Was, wenn der Moment, in dem du aufhörst zu kontrollieren, der Moment ist, in dem du wirklich bei dir ankommst? Wenn dein Bild zu dir spricht, weil es nicht gefallen will, sondern weil es wahr ist. Ich glaube fest daran, Intuition ist keine Schwäche. Sie ist eine Form von tiefem inneren Wissen. Und was viele als kindlich empfinden, ist in Wahrheit eine direkte Verbindung zu
eigenen inneren Welt, frei von Regeln, Erwartungen und Vergleichen. Natürlich dürfen die Bilder Konturen bekommen. Natürlich dürfen wir präziser werden, Techniken lernen, gestalten. Aber das darf Schritt für Schritt geschehen. Nicht aus Angst, sondern aus Freude, Entdeckungsfreude. Wenn du also das nächste Mal spürst, dass du dich zurückhältst, weil dein Bild nicht gut genug sein könnte, dann atme und frage dich, für wen muss es gut genug sein? Und was, wenn genau das, was da gerade entstehen will, genau das Richtige ist? Und male weiter. Lass dich nicht aufhalten von alten Stimmen. Vertraue deiner eigenen Sprache, selbst wenn sie sehr leise ist. Denn manchmal ist genau das, was du für kindlich hältst, in Wahrheit das Mutigste ist, was du je gemalt hast. Beginne also, hab den Mut, greif zum Pinsel, wähle die Farben, die dich rufen, ohne zu wissen warum. Folge deiner Intuition, male dich frei, male deine innere Welt, zeige sie, wenn du magst, oder bewahre sie nur für dich. Aber sei ehrlich dabei, sei liebevoll mit dir. Alles andere darf wachsen. Und irgendwann spürst du, das, was du tust, erfüllt dich, weil es aus dir kommt.
Das ist ein sehr interessanter Teil meines Videos und des Bildes, was mir Fragen und Rätsel mitgebracht hat. Ich sah da etwas, aber ich konnte nicht erkennen, was das ist. Und dann habe ich angefangen, das auszumalen, bis ich dann festgestellt habe, dass das ein Wesen ist, halb menschlich, aber nicht ganz. Das hat Flügel, ganz leichte Flügel, und die Beine sind wie Wurzeln. Sie suchen ihren Halt. So, ihr Lieben, ich bin soweit, dass ich sagen kann, ich bin fertig. Das ist das Bild. Ich möchte da jetzt nichts rein interpretieren, sondern ich möchte euch fragen, wie war das für dich? Wie war diese ganze Reise, die Entwicklung, und was siehst du hier? Welche Geschichte wird hier erzählt? Schreibe mir. Ich habe diesen Austausch mit euch total vermisst und freue mich riesig auf eure Kommentare. Was ich euch noch zeigen möchte, ist mein T-Shirt. Ich gehe mal ein Stück zurück. Das ist aus meinem Shop. Dieser Shop ist hier auf YouTube verlinkt. Es ist neu. Ich teste mich da mit den Motiven heran und probiere verschiedene Sachen aus. Dieses T-Shirt habe ich für mich bestellt, um Qualität zu testen, und muss sagen, ich bin zufrieden. Das ist die Bio-Baumwolle. Nach dem Waschen verliert dieses T-Shirt nicht eher Form, sondern bleibt genau so. Und das ist Self-Love. Das ist ein Statement und eine Erinnerung, immer wieder sich etwas Gutes zu tun, zum selber tragen und zum Verschenken. Also, gönn es dir. Das ist nicht teuer und wirklich gut. Wir sehen uns. Bis bald.